Hi, ich bin Amelie Und ich bin Mahmoud. und wir studieren an der TU Braunschweig Umwelt-Naturwissenschaften. Und was das bedeutet, das wollen wir euch heute zeigen. Wir befinden uns hier gerade im Labor für Bodenkunde, denn neben den ganz typischen Vorlesungen haben wir auch einen sehr hohen praktischen Anteil in unserem Studium. Ja, aktuell steht für die Studis aus dem 3. Semester das bodenkundliche Laborpraktikum auf dem Plan. Und da werden Bodenproben aus der Umgebung Braunschweig untersucht. Wir messen hier den pH-Wert und die elektrische Leitfähigkeit, schauen uns die verschiedenen Korngrößenfraktionen im Boden an und messen die Konzentration der verschiedenen wichtigen chemischen Elemente. Das Ziel dabei ist es herauszufinden, in welchem Zustand der Boden sich befindet, wie viel Wasser er speichern kann und wie viele Nährstoffe im Boden vorhanden sind. Außerdem können wir hier noch Schadstoffe messen und die Ergebnisse am Ende auswerten. So, wir befinden uns jetzt hier gerade auf dem Dovesee, um im Rahmen eines Projektes eine Nährstoffanalyse durchzuführen. Und dafür wollen wir gleich Wasserproben mitnehmen, und das sowohl von der Oberfläche als auch von der Tiefe. Mit der Sonde hier können wir verschiedene Kenngrößen des Gewässers bestimmen, wie zum Beispiel die Temperatur, den pH-Wert, den Chlorophyllgehalt und auch den Sauerstoffgehalt. Und das Ganze ist eben wichtig, damit man die verschiedenen Prozesse, die hier im Gewässer stattfinden, verstehen kann. Bei den letzten Messungen ist uns aufgefallen, dass der Sauerstoffgehalt hier stetig abgenommen hat. Das kann daran liegen, dass die Wasserlinsen sich sehr stark vermehrt haben. Das sind auch die Pflanzen, die man hier überall auf dem See sehen kann. Warum es jetzt allerdings zu dieser starken Überproduktion der Pflanzen gekommen ist, ist noch unklar und es wird noch untersucht in einem Forschungsprojekt. Wir Studierende beteiligen uns auch an diesen Untersuchungen, indem wir Messungen wie hier heute durchführen und analysieren das Ganze dann. Aber bei uns im Studium wird nicht nur im Wasser gemessen, sondern auch an Land. Hier auf dem Messfeld versuchen wir zu verstehen, wie Boden, Vegetation und Atmosphäre im Zusammenhang stehen. Aktuell läuft hier eine Messkampagne, bei der der Einfluss von Trockenheit und Hitze untersucht wird. Dafür schauen wir uns auf der einen Seite meteorologische Daten an, aber auf der anderen Seite schauen wir uns auch Prozesse an der Schnittstelle zwischen Vegetation und Boden an. Mit diesem Sensor messen wir gerade den Wassergehalt im Boden. Das machen wir hier regelmäßig und auch an verschiedenen Stellen. Für ein Monitoring haben wir auch einige Sensoren dauerhaft installiert. Damit können wir dann sehen, wie der Boden vom Niederschlag durchfeuchtet wird und auch wie er austrocknet, wenn es mal eine Weile nicht regnet, und bekommen so einen Einblick in die Wasserversorgung der Pflanzen. Für die Wasserversorgung von Pflanzen in Trockenperioden ist neben dem Niederschlag auch das Grundwasser von entscheidender Bedeutung. Den Grundwasserstand kann man mit dieser Brunnenpfeife messen. Und dazu lässt man dann einfach diesen Sensor in dieses Grundwassermessrohr, führt es nach unten, wartet, bis der Piepton kommt. Und dann weiß man, dass der Grundwasserspiegel erreicht ist. Wenn Pflanzen Photosynthese betreiben, geben sie Wasser in die Atmosphäre ab. Wie viel Wasser verdunstet, hängt vom Wassergehalt im Boden, dem Energieangebot, der Pflanzenart und der Atmosphäre ab. Die Verdunstung trägt zur Kühlung von Pflanzenoberflächen und Boden bei, was wir mit Hilfe von Drohnen und ihren Wärmebildern analysieren können. Dabei kann der Austausch von Gasen inklusive Wasserdampf zwischen Boden, Pflanzen und Atmosphäre in der Umweltmeteorologie untersucht werden. Genau, mit den Messungen hier am Standort können wir erfassen, wie viel Wasserdampf pro Fläche und Zeit von der Landoberfläche an die Atmosphäre abgegeben wird. Zusammen mit Niederschlagsmessungen am Standort können wir dann die Wasserbilanz aufstellen. Und die Bodenwassergehalte und die Vegetationsdaten geben uns dann schon ein relativ gutes Bild von den Austauschprozessen hier am Standort. Die Daten, die wir im Gelände erhoben haben, müssen dann noch ausgewertet werden. Genau, wir haben die Daten eben in das Programm geladen und können damit jetzt ein Diagramm erzeugen und uns die Veränderung des Bodenwassergehalts in den letzten 2,5 Jahren anschauen. Genau, wir sehen hier den zeitlichen Verlauf des Bodenwassergehaltes über mehrere Jahre. Wir können klar erkennen, dass sich im Winter die Speicher füllen und im Sommer trocknet der Boden aus. Außerdem können wir sehen, dass über einen langfristigen Zeitraum der Bodenwassergehalt im Mittel abnimmt. Und darauf könnte man reagieren, indem man zum Beispiel andere Pflanzen anbaut oder die Flächen künstlich bewässert. Und sowas lernen wir auch im Studium, also nicht nur, wie die Umweltprozesse funktionieren, sondern auch, wie man zum Beispiel auf Veränderungen in den Ökosystemen gut reagieren kann. So, das war unser Studiengang im Schnelldurchlauf. Wie ihr sehen konntet, haben wir neben der ganzen Theorie auch eine Menge praktische Lehrveranstaltungen. Aber Studieren ist natürlich nicht nur im Boot sitzen oder im Hörsaal. Nach den Vorlesungen treffen wir uns gern genau hier im Studieraum, meistens zum Quatschen oder zum Lernen. Bei uns erwartet euch ein relativ kleiner Studiengang mit familiärer Atmosphäre. Man lernt hier viele coole neue Menschen kennen und das auch nicht nur aus dem eigenen Semester.
Und mit den Lehrenden hier pflegen wir auch relativ guten Kontakt. Wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben, dann schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr alle relevanten Links zu unserem Studium. Wir würden uns freuen, euch bald hier in Braunschweig sehen zu können. Bis dorthin, macht's gut!